Freunde, ich freue mich, euch heute hier am Ufer des Genfer Sees begrüßen zu dürfen, nämlich zu unserer ersten Etappe der Pilgerreise auf der Via Francigena. Ich möchte mich auch nicht lange bei der Vorrede aufhalten, nur so viel. Pilger gibt es hier mehrere, wir waren natürlich nicht die einzigen. Und ich glaube, so viel Pilger wie es gibt, so viele Gründe gibt es, diese Pilgertour zu laufen. Deshalb ist das unser ganz persönlicher Eindruck. Ich möchte euch aber nicht nur auf unsere Pilgerreise mitnehmen, ich möchte euch auch gleichzeitig Mut machen, denn der Film heißt nicht umsonst Aussteiger auf Zeit. Man kann wirklich auf Zeit aussteigen, nämlich aus dem Hamsterrad Alltag. Und ich glaube, es kann auch jeder seine Nische finden. Man muss einfach nur sich getrauen und den ersten Schritt zu tun. Das war bei uns nicht anders und keine Angst, Fehler haben auch wir genug gemacht. Aber wie ihr seht, wir haben es überlebt. Und in diesem Sinne, versucht einfach, eure eigenen Nischen zu finden. Und jetzt genug der Vorrede, viel Spaß beim Anschauen unserer ersten Pilgerreise. Auf dieser schönen Welt gibt es fast nichts, was im luftleeren Raum oder von ganz alleine schwebt. So hat auch unser Abenteuer eine Vorgeschichte. Und dieses Wort uns ist bereits der Kern dieser Geschichte. Vor einigen Jahren fanden sich mehrere Menschen zusammen, welche alleine lebten, und zwar nicht in dem Ansinnen, bald Hochzeitsglocken läuten zu hören, sondern gemeinsam die Freizeit zu verbringen, auf das niemand mehr alleine sein muss. Daraus entstand schließlich der Singletreff Chemnitz-Zwickau. Das Spektrum unserer Aktivitäten war und ist ziemlich breit gefächert und zeichnet sich vor allem durch aktives Tun aus. Kreative Dinge sind darunter, wie gemeinsam zeichnen oder kochen, bis hin zum Probieren von Outdoor-Aktivitäten. Dennoch, Wandern entwickelte sich schließlich zur Unternehmung Nummer 1. Relativ schnell entstand so der Wunsch nach größeren und längeren Touren. Über jeweils 4 Tage Saale Horizontale, Anton-Günther-Weg und Wandern für den Frieden wurde schließlich der Rennsteig zum Objekt der Begierde. Und es war phänomenal, diese Tour zu gehen. Und knapp 170 Kilometer später zeigten sich regelrechte Entzugserscheinungen. Deshalb tauchte schnell die Frage auf, und nun? Geht diese Tour überhaupt noch zu toppen und wenn ja, wie? Irgendjemand brachte dann den Vorschlag Jakobsweg. Der fiel allerdings auf wenig Gegenliebe. Denn wir hatten von vielen Menschen gehört, die diesen gegangen waren. Spätestens seit Kerkeling sei ein regelrechter Run ausgebrochen und es sollen wohl sehr viele Menschen unterwegs sein. Etwas, was uns gar nicht gefallen wollte. Wir hatten jedoch an der Idee Pilgern Blut geleckt und wer sucht, der findet auch. Schließlich entdeckten wir, es gab in Europa früher noch weitere Pilgerwege. So fanden wir den fast vergessenen Pilgerweg von Canterbury nach Rom. Er nennt sich, ja wie eigentlich? In der französischen Schweiz und im Aostatal wurde das halbe Wort verschluckt und es blieb Via Francigena. Umso weiter wir nach Italien hineinkamen, wurde daraus Via Francigena. Dieser Pilgerweg soll auf den Erzbischof von Canterbury Sigerich zurückgehen, welcher Ende des 10. Jahrhunderts nach Rom zum Papst reiste. Die Angaben über die Länge der Tour schwanken von 1700 bis 1900 Kilometer. Für jemand, der im Hamsterrad Berufsalltag steckt, verdammt lang. Eine Lösung musste her, denn dies war unsere Tour. Ergo beschlossen wir schummeln und machen Aussteiger auf Zeit. Laufen jedes Jahr ein Stück und nehmen uns lediglich die Hälfte der Tour vor. Als Startpunkt wählten wir Lausanne am Genfer See und schon sind es nur noch 1100 Kilometer, die wir in Angriff nehmen wollten. Diese teilten wir schließlich in jährliche Etappen von ca. 200 Kilometer und schon ist das Abenteuer machbar. Was ist eigentlich Pilgern? Wieso geht man als Atheist auf einem christlichen Pilgerpfad in die ewige Stadt zum Vatikan? Natürlich macht es ungemein Spaß, Stempel im Pilgerpass, der zu dieser Tour gehört, zu sammeln. Das ist so ähnlich wie früher Briefmarken sammeln. Und welch kunstvolle Stempel sind darunter. Die 2, 3 Priester, welche uns unfreundlich und genervt behandelt haben, verlieren an Wert, wenn man die vielen sieht, die uns mit offenen, ehrlichen Herzen begrüßt haben. Dazu die einfachen und normalen Menschen, denen wir begegnet sind, die sich freundlich bemüht haben, uns auch ungefragt zu helfen. Die waren es schon wert zu laufen. Und auch diese Menschen machen den Sinn des Pilgerns aus.
Zu diesen Begegnungen später mehr. Trotz Pilgern bin ich nach wie vor überzeugter Atheist. Dennoch hat mir diese Tour eins gezeigt. Eins baut tatsächlich auf das andere auf. Wir haben uns zum Beispiel einmal bei Borgo Franco verquatscht, nicht aufgepasst und sind den falschen Weg gelaufen. Ein Kunststück bei der guten Beschilderung. In der Folge hatten wir mehrere ganz tolle Begegnungen. Wären wir richtig gegangen, dann wären wir diesen Menschen in dieser Konstellation nicht begegnet. Steckt tatsächlich ein Sinn drin? Da war der Typ im Audi, leider ohne Foto, der uns als Deutsche erkannte und Deutsch mit uns sprach und total begeistert von uns war. Und 1000 gute Wünsche mit auf den Weg gab. Das Paar, welches uns bei Bullenhitze ungefragt ansprach und uns, als sie merkten, wir sprechen kaum Italienisch, mit einfachen Worten und Gesten auf einen nahen Trinkwasserbrunnen hingewiesen haben. Die freundliche Begegnung in der Pizzeria Venus, die mir am Ende sogar eine Freundschaft mit der Kellnerin bei Facebook einbrachte. Und so viele andere mehr. Alles Negative kann sich also in etwas Positives verwandeln, wenn man es nur sehen will. Nun genug der Theorie. Machen wir uns auf den Weg, denn ganz schnell war es soweit. Wir wollten in der Stadt des IOC Lausanne starten. Unsere erste Etappe 2016 sollte von Genfersee durch das Rhonetal über den großen St. Bernhard-Pass nach Aosta in Italien führen. Ein Jahr Vorbereitung. Auch ganz schön viel Bammel. Wird das überhaupt etwas oder sind das nur Flausen? Und dann stehen wir tatsächlich auf dem Bahnhofsvorplatz von Lausanne. Zunächst testen wir die ersten Steigungen und kraxeln in der Stadt hoch zur Kathedrale Notre Dame, dem Startpunkt hier in Lausanne. Der Beginn der Tour hätte nicht besser sein können. Das Wetter wurde zusehends immer schöner und am Genfersee wandern einfach ein Traum. Allerdings angesichts der Berge die Frage, schaffen wir es mit dem Gepäck knapp 2 Wochen über die Alpen und den dritthöchsten Alpenpass in der Schweiz zu laufen? Den ersten Tag werden wir jedenfalls noch verwöhnt. Der Weg führt mehr oder weniger am See entlang. Zugegeben, schon hier zwickt immer wieder die Neugier, wo wird wohl unser Pass liegen. In Gouy beschließen wir unser erstes Quartier zu suchen. Ja, und dann sitzt man am Abend mitten in der Schweiz bei einer Flasche Wein. Einfach total verrückt und schwer zu begreifen. Trotzdem schön. Bei der Kulisse ist es ein schönes Erwachen und entspannt geht es an der Promenade weiter. Nur war es mit dem gemütlichen Bummeln schnell vorbei. Die Weinberge des Lavaux sind wunderschön, allerdings nicht von schlechten Eltern. Und sie sind UNESCO-Kulturerbe, unter anderem wegen ihrer Steilheit, und steil sind sie. Schließlich erreichen wir Vevey und Montreux. Wie ich gesagt, wir wollten die Ruhe suchen. Dennoch haben solche mondänen Städte durchaus einen eigenen Charme. Zumal vor uns auch schon berühmte Persönlichkeiten wie Charlie Chaplin oder Freddie Mercury hier waren. Jedoch durchlaufen genügt uns in solchen Städten völlig. Hinter Montreux erwartet uns eine wahre Perle mit dem Château de Chillon, ein richtiges romantisches Märchenschloss. So schön es am See auch war, irgendwann waren wir am Ende des Genfersees angekommen und die Route folgte ab Villeneuve dem Rhonetal. Bei Flusstal dachten wir an kühle, schattige Wege. Nur, das Tal ist breit, der Fluss genauso weit weg wie kühlender Schatten. Weiter geht's über Aigle, was einiges zu bieten hat, zum Beispiel dieses schöne Schloss, nach Saint-Maurice, ein Nadelöhr im Rhonetal und ein spannender, interessanter Ort. Das Kloster, mit dem wir leider sehr unschön in Berührung kamen, gehört zu den ältesten in Europa, gegründet im Jahr 515. Zuvor gab es an dieser Stelle schon keltische Gräber. Auch die Römer schrieben sich mit der Hinrichtung der gesamten sagenumwobenen thebäischen Legion um seinen Hauptmann Mauritius im 3. Jahrhundert ebenfalls ins Geschichtsbuch ein. Ja, das Kloster. Eine schlechte Episode mit positivem Ausgang. Wir hatten dort eine Übernachtung gebucht und sogar mehrfach bestätigt bekommen. Die ganze Geschichte würde jetzt den Rahmen sprengen. Jedenfalls der Abt setzte, während wir in der Stadt essen waren, unsere Taschen vor die Tür.
Es war spät am Abend und wir sprachen kein Wort Französisch. Also in die nächste Gaststätte, um nach Betten zu fragen. Die Kellnerin wiederum sprach nur Französisch. Wir waren ja in der französischen Schweiz und dort spricht so gut wie keiner Deutsch und war genauso überfordert und hilflos wie wir. Plötzlich steht ein Gast auf, kommt zu uns an den Tresen und fragt auf Deutsch, ob er dolmetschen darf. Wir waren sprachlos und begeistert zugleich über so viel Hilfsbereitschaft. So kamen wir schließlich durch seine Hilfe doch noch zu Betten. Ich war so baff und überfahren, auf die Idee eines Fotos bin ich leider nicht gekommen. Dennoch hat dieser Mann einen besonderen Platz in unserer Erinnerung inne. Der weitere Weg nach Martigny ist abwechslungsreich und schön. Ich könnte hunderte von Fotos zeigen. Unter anderem mit dem berühmten Wasserfall Pisevage, mit Aussichten hoch in die verschneiten Berge, der Schlucht Georges du Trient, in die wir zumindest einen kleinen Blick hineinwerfen. Ziemlich heftig ist es jedoch, an den Pfirsichplantagen vor der Stadt vorbeigehen zu müssen. Da tropft der Zahn. Martigny, eine der Städte, für die man eigentlich viel mehr Zeit bräuchte. Das Museum klingt höchst interessant, aber leider geht nur eins, Laufen oder Museum. Jedoch ein klein wenig Geschichte muss hier doch sein. Die Römer siedelten nämlich hier bereits im 1. Jahrhundert und aus dieser Zeit sollen tatsächlich diese Mauern stammen. Um das Jahr 100 entstand dann dieses Amphitheater. Gänsehaut und Ehrfurcht ist angesagt. Jedoch stellt sich uns auch die Frage, wie müssen sich die Gladiatoren gefühlt haben, die zum Ergötzen der Zuschauer hier auf Leben und Tod kämpfen mussten. Hinter Martigny war es dann schnell mit der See- und Talgemütlichkeit endgültig vorbei. Die Alpen zeigten langsam, was ein wirkliches Gebirge ist, zumal wir bisher nur Mittelgebirge wie Erzgebirge, Harz usw. gewohnt waren. Wir kletterten genauso hoch wie das Thermometer, genossen dennoch die wechselnde Folge von genialen Bildern. So kamen wir in ein kleines idyllisches Dörfchen, Beauvernier. Die Zunge klebte am Gaumen und da kam diese kleine Kneipe gerade recht. Und dort trafen wir auf eine äußerst bemerkenswerte Person. Fragt nicht, wie ich mich heute ärgere, kein Foto von ihm gemacht zu haben. Deshalb wenigstens diese interessante Geschichte. Zunächst versuchen wir Diesel zu bestellen, was hier kein Mensch kennt. Denn wieder einmal die leidige Sprachbarriere. Wir versuchen mit Händen und Füßen zu erklären, alles wird falsch. Die Kellnerin schaut völlig verzweifelt und wir nicht viel anders. Am Tresen sitzt ein äußerlich total heruntergekommener Typ. Irgendwann mischt er sich französisch in unser Gespräch mit der Kellnerin ein. Unser einziger französischer Satz, den wir inzwischen gelernt haben: Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Was folgte, war ein köstlicher Disput, wo er uns im ordentlichsten Deutsch erklären wollte, er verstehe und spreche überhaupt kein Deutsch. Plötzlich wechselte er in Englisch über, dann kam Italienisch dran. Dazwischen immer wieder Deutsch und Französisch. Danach eine Sprache, die wir gar nicht deuten konnten. Uns machte dieser Typ jedenfalls immer mehr Spaß, zumal wir uns immer, wenn er Deutsch sprach, ja gut unterhalten haben. Gerd fragte dann aus lauter Übermut, ob er auch Russisch könne. Das wisse er überhaupt nicht, was das für eine Sprache sei. Spaß hatten wir also reichlich. Irgendwann hatten wir alle unseren Durst gestillt. Die Kellnerin machte deutlich, dass sie Mittagspause machen wollte. Er ging. So wie er aber die Tür hinter sich geschlossen hatte, ging sie auch schon wieder auf. Er stellt sich mitten in die Kneipe in Pose und schmettert im schönsten Russisch ein Lied, welches auch wir in der Schule gelernt haben. Wir waren hin und weg. Die Moral von der Geschichte: Das Aussehen ist eben nicht alles.
Es geht höher und höher. Das Wetter spielt wunderbar mit und wir genießen die traumhaften Bilder, welche uns geboten werden. Schließlich erreichen wir unser nächstes Quartier in Orsières. Dort lernen wir den ersten deutschsprachigen Hotelbesitzer kennen. Und er lässt es sich nicht nehmen und bringt uns früh noch bis an den Ortsrand. Von dort steigen wir erneut stramm weiter in die Höhe. Schweiß fließt reichlich, aber es lohnt sich allemal. Die Länge der Etappen hier oben haben wir großzügig geplant. Also bleibt auch Zeit zum Genießen. Zum Beispiel diese urig gemütliche Kneipe in Lide. Nach weiteren heißen, aber schönen Kilometern erreichen wir schließlich das nächste Ziel, Bourg Saint-Pierre. Vieles dreht sich hier um Napoleon. Auch er hat im Jahr 1800 mit reichlich 46.000 Soldaten im Ort übernachtet, um ebenso wie wir den Pass zu übersteigen. Das kleine Dörfchen hat jedoch noch viel mehr als Napoleon zu bieten. Neben der herrlichen Kirche zum Beispiel dieser römische Meilenstein aus der Zeit von Kaiser Konstantin. Einfach unvorstellbar. Dank dem Reiseführer vom Rotor Verlag achten wir auch auf diese Brücke und vor allem auf die darunterliegende tiefe Schlucht, welche man wirklich erst sehen kann, wenn man sich über die Brüstung beugt. Wow! Allerdings beim Blick zum Himmel die Frage, sollen wir ausgerechnet auf unserem morgigen Höhepunkt der Tour baden gehen? So, liebe Freunde, ihr seht, es wird langsam Abend hier in den Bergen von Bourg Saint-Pierre. Also Zeit genug zum Ende zu kommen für heute. Aber keine Angst, in Kürze geht es hier weiter, nämlich hoch auf den großen St. Bernhard Pass und dann wird die Frage beantwortet, ja, wo liegt denn eigentlich dieser Pass? Wie kommen wir dort hoch, hält das Wetter an und vor allen Dingen, was erwartet uns dann im sonnigen Süden in Italien? Also, bis dahin, ich würde mich freuen, wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst einfach einen Kommentar hier oder eine Bewertung oder abonniert einfach meinen Kanal. Also, bis bald, tschüss.